Herzlich willkommen zum lebendigen Wort des lebendigen Gottes. Halleluja. Letzte Woche haben wir uns lange darin bewegt, dass wir einen großen Hohepriester haben für uns, der den Weg zum Heiligtum durchschritten hat, der vor Gottes Gegenwart eigentlich immer da ist, der sogar zu Rechten des Gottes sitzt. Und wir haben in ihm den freien Zutritt zum Thron der Gnade, um das zu empfangen, was Gott uns versprochen hat. Ja. Und wenn Gott uns in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit schon sündefrei gesprochen hat, ja. Er uns gerechtfertigt hat für das Leben hier und jetzt, der Gott der Gnade hat uns frei gemacht von dem schlechten Gewissen. Das heißt, unsere Herzen, haben wir gelesen im Hebräer 10, Vers 22, dass unsere Herzen gereinigt sind und unser Gewissen, das böse Gewissen ist weg und auch unser Leib ist mit reinem Wasser gewaschen. Ja, das haben wir gelesen. Gut. Das heißt, unser Geist, unsere Seele, unser Leib sind voll gereinigt durch Jesu Blut. Wenn wir diese Tat, diese Kraft dieses Blutes für uns annehmen. Als Tatsache. Jeder für sich. Nicht für uns, sondern jeder für sich. Das ist mein. Zu meinem Werden, für mich wurde es vergossen und deswegen macht es mich frei, macht mich rein und ich darf vor Gott treten alle Zeit und ich darf ihm meine Visionen und Wünsche und meinen Dank und meine Anbetung nur ihm bringen und mich daran freuen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Weil ich reines Gewissens bin. Ja. Mhm. Und das haben wir letztes Mal alles nochmal betrachtet und wer noch nicht auf dem Laufenden ist, der kann nochmal den vorigen Podcast anschauen oder sich anlesen, nochmal diesen Hebräer 10 bis zum Vers 28 sind wir gekommen. Ja, 19 bis 28, ja okay. Und, und jetzt wollen wir einfach ein Stück weiterkommen, vorankommen, um das jetzt nochmal zu verbinden mit dem, was danach kommt. Und wir sprechen einfach, wir sprechen einfach uns frei, vom Geist Gottes zu empfangen, das, was er uns heute eröffnen will. Ja. Dass wir besser sehen, erkennen, verstehen und für uns reißen können, an uns reißen können, das Gute und Vollkommene und angenehme, wohlgefällige, das, was Gott geschaffen hat. Ja, Halleluja. Ja, Halleluja. Wir haben gerade so vor uns noch unterhalten. Ich wollte diesen Part an sich überspringen, aber Irina hat gesagt, nein, das ist es gerade, worüber wir geredet haben. Und so danke dir, dass du mich darauf hingewiesen hast, habe ich vorher auch nicht so connecten können. Aber jetzt betrachten wir das. Ja. Wunderbar. Also, und so gehen wir weiter. Führst du uns, komm. Ich habe einfach nur gedacht, wie ist das eine mit dem anderen verbunden, weil das lässt man gerne dann irgendwo raus. Hebräer 10, Vers 26. Wenn wir allerdings vorsätzlich sündigen, obwohl wir die Wahrheit erkannt haben, dann gibt es kein weiteres Opfer für unsere Sünde, sondern nur ein schreckensvolles Erwarten des Gerichts und der Feuereifers Gottes, der die Widersacher verzehren wird. Mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht, wie passt das dazu, zu dem, was wir gelesen haben? Unsere Herzen gereinigt, das böse Gewissen weg, unser Leib ist gewaschen mit reinem Wasser und lasst uns freimütig zum Thron der Gnade treten. Und hier steht aber vorsätzlich sündigen. Mutwilligen heißt das. Mutwillig. Mutwillig. Das heißt. Es geht, also wir müssen richtig das Wort Sünde verstehen. Nochmal, wir haben gesagt, Sünde, das ist Beziehungsbruch. Wenn wir die ganze Wahrheit Gottes, wenn wir den ganzen Ablauf, also die ganze das Wort Gnade richtig drumherum, was dazu gehört, völlig verstanden haben und uns als sündefrei und sündelos sehen in dieser Beziehung, wie wir vor Gott erscheinen, ja, dann heißt das eigentlich dieses
dieses Sündigen heißt wieder das Erkannte ablegen und ohne das zu gehen. Genau. Du hast gesagt, Beziehungsbruch und dadurch eingeleitete, im griechischen Kontext heißt das Zielverfehlung. Ja. Verstehst? Weil wenn ich ohne Sünde bin und seine Gegenwart, worüber wir besprochen haben, sein Wort führen, das Erhalten, mein Gebet erhalten, mein Gebet praktisch erfüllt bekomme, dann habe ich ja Ziel erreicht. Doch wenn ich das nicht vollziehe, wenn ich nicht in seine Gegenwart trete, wenn ich nicht sein Wort in meinem Munde führe, wenn ich immer noch denke, naja, wenn seine Zeit ist, dann wird er mir meinen Wunsch vielleicht, wenn sein Wille dazu das erfüllen, dann sündige ich. Dann spreche ich das, was sein Wort mir zusagt, rede ich weniger. Ich sage, na, das ist schön, aber die Kraft des Wortes erkenne ich ab. Verstehst? Das heißt, das Ziel wäre schon da, ich hätte schon das gehabt, doch ich verfehle das Ziel, dadurch, dass ich Beziehung zu ihm gebrochen habe, dadurch. Und denke in meinem Gewissen, ich muss doch dafür irgendwie büßen, für das, was ich jetzt gerade produziert habe. Ich muss was schaffen. Meistens erkennt man, wenn man jetzt wirklich beginnt, mit Jesus zu gehen und irgendwo hat man die Grundstatuten verstanden, dass man sagt, das Gute und Böse, von Bösen kann man so im Groben unterscheiden. Aber immer wieder trifft einen im Leben irgendwie das eine oder andere. Man denkt zuerst, das wäre doch ganz normal und später erkennt man, dass das doch falscher Weg war. Und dass man sagt, das ist normaler Ablauf, aber auch dafür ist schon gesorgt. Dafür hat Jesus schon sein Blut vergossen. Für alle, es hieß ja nicht nur für die Sünde, die in der Vergangenheit war, sondern auch für diesen Beziehungsbruch, den wir in falschen immer wieder Taten, geneigt sind zu leben. Auch in diesem Beziehungsbruch. Er hat auch in der Zukunft schon alles bereinigt. Dass man sagt, ich muss das nur richtig erkennen. Im richtigen Moment muss ich erkennen, danke Vater, dass du mir jetzt das nochmal gezeigt hast. Ich bin daneben gegangen, aber ich connecte mich wieder jetzt. Und da connecte ich mich wieder an dich und ich bekenne Jesus Blut über alles, was ich vielleicht falsch produziert habe. Ob das falsche Gedanken, falsche Worte, falsche Taten waren. Und ich weiß, dass es kein weiteres Opfer nötig ist. Ich muss dafür nicht büßen, zumindest nicht in seinem Königreich. Mich aufopfern. Ja? Auch wenn ich manche Taten hier auf der Erde dafür bestraft werde, nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Aber vor Gott bin ich rein, wenn ich an das Blut des Bundes connected bin. Ja. Und das lesen wir dann weiter. Weiß nicht, und das will ich nochmal wiederholen, in Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, das heißt, ihr habt ja verstanden, mutwillig heißt, ja, du hast schon verstanden gehabt, aber ich denke, so funktioniert doch nicht und ich leite diese Zielverfehlung ein, leite diesen Beziehungsbruch ein, mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Das heißt, du hast Erkenntnis der Wahrheit bereits empfangen, das ist vorausgesetzt. Ja. Das heißt, wo du gesagt hast, ihr habt das ja bereits schon alles verstanden, wie ich die Erhörung meiner Gebete zu empfangen habe, nicht nur passiv zuzuwarten bis eines Tages am Sankt Nimmerlein-Tag. Nein. Du hast das in dem Moment, wo du vor seinem Thron freimütig sein Wort im Namen Jesu ausgesprochen hast. In diesem gleichen Moment hast du das bekommen. Aber wenn ich diese Gnade ablehne, obwohl ich das erkannt habe, weil das Wort mir das sagt, oder wenn du das vorher nicht erkannt hast, jetzt aber hast du das gehört und beginnst zu erkennen. Und dann beginnst du auf die alte Art und Weise wieder zu beten und sagen, naja, wenn dein Wille und so weiter und ich warte und wann und so weiter. So heißt, genau das ist es. Das heißt, ich verfehle mein Ziel, obwohl ich wüsste, wie das gehen sollte.
Und dann heißt das empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Das heißt, du hast keinen... Kein weiterer Opfer für unsere Sünden gibt es. Dann gibt es eben kein... Dann gibt es keine Rettung mehr für dich, weil du hast deine beste Karte, die du in der Hand hast, für nichts gehalten. Für nicht wertvoll. Ja. Für nicht wertvoll. Du hast das verworfen, vergessen. Du hättest das, du weißt, wie das, du wusstest, wie das geht. Doch du hast gemeint, deine Weisheit höher gestellt als die Weisheit des Wortes, hast das für nichts gehalten. Ja? Diese Tat, buchstäblich muss man weiterdenken, diese seine Tat am Kreuz für nichts gehalten. Oh nein, das halte ich nicht für nichts, das halte ich schon für was. Aber deine Tat spricht das. Verbal magst du das glorifizieren und Halleluja drüber sprechen, aber in der Tat beweise ich immer wieder aufs Neue, dass es ein Dreck wert ist. Entschuldigt, wenn ich mich so ausdrücke. Immer wieder aufs Neue tendieren wir dahin. Nicht, also wertlos sozusagen. Und dann kommt es weiter. 27, sondern nur ein schreckensvolles Erwarten des Gerichts und des Feuereifers Gottes, der die Widersacher verzehren wird. Genau das ist es. Wenn ich dann mich immer wieder, obwohl ich schuldfrei, gerechtfertigt gesprochen worden bin von Gott, und das weiß ich, das steht geschrieben, dass es im Neuen Testament kann man das so oft lesen, und dass man sagt, wenn ich das aber nicht annehme, dann kann ich nur darauf warten, ja, wie wird mich Gott jetzt bestrafen? Ja, Furchtbares. Auch hier schon. Vielleicht ist das doch dein Wille, dass ich durch dieses Todestal gehe, diese Krankheit erleide. Vielleicht ist es doch deine Führung. Versteht ihr die Perversion? Genau das ist hier geschrieben. Das habe ich auch vorher so nicht gesehen. Aber jetzt sehe ich, jetzt gehen meine Augen auf. Sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Ja, wer ist dann der Widersacher? Der Teufel? Nein, ich bin dieser, weil ich das negiert habe. Das ist auch nicht mal auf die Zukunft bezogen. Nein, auf jedes Moment, jede Gebetserhörung. Nein, sondern auch überhaupt für jedes meiner Übertretungen, dass man sagt, wenn ich das nicht annehme, die Gnade des Blutes, wenn ich nicht für mich das annehme und mich damit wieder reinige und sage, nein, ich nehm die Gnade. Also, das heißt, es ist vollbracht. Das heißt, für mich gibt es kein Gericht. Aber wenn ich dieses ablege, wenn ich sage, nein, ich habe gesündigt, dann kannst du nur auf das Schrecken, also auf das warten, was Gott dir quasi in deinen Gedanken, wie du denkst, wie er dich dann züchtigen wird, wie er dich bestrafen wird. Und das ist das Gericht, dass man sagt, hier schon. Das ist global betrachtet, so wie wir das globalisieren, also wir das alles globalisieren wollen, aber auf die einzelne Situation bezogen gilt das genauso. Das heißt, ich hätte meine Petition schon längst haben können. Ich habe mich anders entschieden, obwohl ich das gewusst habe. Ich habe das gehört. Nun habe ich das für nichts gehalten. So kann ich mehr Erhörung meines Gebets nicht bekommen. Verbleibe ich in meinen Umständen. Das heißt, in diesem, wo ich dagegen kämpfe. Ich will dagegen kämpfen. Ist eine narrische Vorstellung. Du kannst dagegen nicht vorgehen. So, das heißt, ich lehne seine Gnade ab, ich lehne sein Wort ab. So, worauf habe ich zu warten? Auf das Gericht, will ich sagen, was meine Umstände jetzt über mich sprechen. Genau. Verstehst du das? Das ist auf die einzelne Situation. Das ist automatisch einfach kommt, wenn es auch auf das bezogen wird, dass ich jetzt irgendwas vollbracht habe, was gemacht habe, was nicht vor Gott in Ordnung war und ich das erkenne. Und ich erwarte quasi eine Strafe dafür, weil ich das Blut Jesu für mich nicht als Errettung ansehe. Mein Gedanken, ich erwarte, wenn dahin schon gehen, alleine schon dieses Denken, da kommt jetzt irgendwas und das zieht mit sich dann dieses quasi Zorn, denkt man von Gott. Nein,
das sind die Umstände, die dich auch richten werden. Die werden einfach, also das die sprechen selber dahin, Gericht genau, über Gericht über dich. Das kommt einfach dahin, dass du das büßen musst. Ja. Das heißt, die Umstände, wo diese Situation spricht selber Gericht über dich, indem dass du sagst, na und, hast du gebeten? Ja, hast du aber gebeten. Und, hast du das erhalten? Na ja, das wird vielleicht lange dauern. Schon bist du drin. Okay, aber wir gehen weiter, einen Schritt weiter. Dann geht es. Wenn jemand das mosaische Gesetz freventlich übertreten hatte, musste er ohne Erbarmen aufgrund des Aussagen von 2 oder 3 Zeugen sterben. Wie viel schärfere Strafe wird den treffen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Bundesblut, durch das er geheiligt ist, für wertlos achtet? Ja, den Geist der Gnade beschimpft steht bei mir. Geschmäht hat. Genau das, was wir jetzt, könnt ihr das sehen? Genau das habe ich vorher nicht connecten können, aber wo du gesagt hast, ist mir wieder aufgegangen. Okay? Genau das, was wir jetzt geredet haben. Wie viel schlimmere Strafe? Ja, will Gott mich strafen? Nein, er will dich nicht strafen. Er will dir, dass deine Gebetserhörung sogleich empfängst. Ja, wer straft mich denn? Du selber. Indem ich sein Wort verwerfe. Das heißt, wie viel schlimmere Strafe? Was ist die Strafe darin? Dass du darin bleibst, wo du drin hängst. Das ist die Entscheidung schon. Habe ich mich für das Gute entschieden oder für das Böse? Es gibt nur 2. Wenn ich mich für das Gute entscheide, dann bin ich für das Böse zu. Wenn ich mich für das Gute nicht entscheide, dann bin ich schon frei für das Böse. Und deswegen kommen dann die ganzen. Paulus benennt das. Wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut Bundes, durch das er geheiligt wurde, bei mir ist für steht, gemein, geheiligt ist. Bei mir steht für gewöhnlich, profan oder unrein, für nichts nutzend, für null wert, erachtet und den Geist der Gnade, ja, Heiligen Geist, der dir das schon gegeben hat, schon bereitet hat, dass du das doch hättest empfangen können, geschmäht hat. Ja, aber ich trete doch Jesus nicht mit Füßen. Nein, nein, das ist für mich Sohn Gottes, das ist was ganz Heiliges. In deinem Gelaber ist das heilig. An deiner Tat trittst du ihn mit den Füßen. Weil wenn du ihn würdigen würdest du durch dieses Portal schon längst gegangen sein, was er für dich als einen neuen, steht im Vers 19 hier, gerade ein paar Verse weiter oben, und lebendigen Weg eröffnet hat durch sein Blut. Und das Blut des Bundes, wodurch du bereits geheiligt worden bist, das heißt geheiligt, heilig gesprochen, das heißt, dass du dein Ja endlich zum Vater auch, dem Vater sagen kannst, für gemein erachtest, das heißt nichts nutzt, profan, nichts, keine Kraft darin. Das heißt, es steht geschrieben, du bist darin von dem Blut bereinigt. Sogar dein Geist ist davon gereinigt worden. So deine Gedanken sind davon gereinigt worden. Aber du sagst, ja, und wenn das nur meine Gedanken sind und nicht seine? Du trittst das Blut mit den Füßen, du erachtest das für nichts würdig. Sein Wort auch. Sein Wort, ja. Und dann heißt das, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Das heißt, für nichts, für nicht wertvoll. Sein Geist, der Geist, der Power hat, dieses in deinem Leben zu verbringen. Und der Geist, auch der Geist, der dir das Wort erklärt, der dir... Was passiert dadurch? Worin besteht denn die Strafe, die da steht? Er straft dich nicht, er muss dich nicht strafen. Du selber bleibst in deinem Mist an sich drin hängen. In diesen Umständen, wo du dich da rein verwickelt hast. Diese Freiheit, diesen Weg in der Freiheit, dieses Portal bleibt für dich zu. Und du siehst, du drehst dich im Kreis, in dem Teufelskreis, vom Teufel persönlich, von diesem Durcheinanderbringer, von diesem Widersacher geleitet. Du bist unter seiner Macht. Unter der Macht, wie steht das im Kolosser? Nein, im Epheser steht das, als wir unter der Macht diesen Fürsten der Lüfte waren, ja, das Wort nicht erkannt haben. Genau darum geht es. Das ist die Strafe, dass du
obwohl du Jesus kennst, obwohl du Gnade kennen solltest, obwohl du die Macht des Vaters kennst, du das nicht ergreifen kannst. Du betest jahrelang, die ganze Gemeinde betet inbrünstig für dich. Und was geschieht? Nada, nichts. Und dann denken wir, das war nicht sein Wille. Versteht ihr? Genau das ist hier geschrieben. Das ist sehr hart, das ist hartes Wort. Ja, das ist, aber genau, wenn wir das nicht... Und dann geht es weiter, Moment, Vers 30, lies mal. Wir kennen doch den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will Vergeltung schaffen und ein anderes Mal, der Herr wird sein Volk richten. Wunderbar. Aber was ist der Rache? Ja, wenn er sagt, mein ist der Rache. Ja, Halleluja, sage ich dazu. Ich will, dass seine Rache, sage ich mal bewusst so, über mich kommt. Ja. Weil ich verstehe, was der Rache ist. Und zwar der Rache, haben wir schon oft geredet, das ist nicht der Rache, was wir mittlerweile als Perversion in unserem Vokabular haben, sondern Rache heißt, Rache Gottes heißt Wiederherstellung des Rechts. So, und jetzt lesen wir mal mit diesem hebräischen Kontext dieses Vers nochmal. Wiederherstellung des Rechts. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist es, dass ich, oder ich werde mein Recht, sein Recht ist das, wenn ich mich auf das Wort stelle, in meinem Leben erfüllt. Er sagt, ich werde mein Recht in deinem Leben wiederherstellen. Ja, Halleluja. Du, da sage ich sofort, jawohl, her damit. Ja? So. Das ist mit Rache hier übersetzt. Ich will vergelten. Jawohl, was will er vergelten? Wenn ich sein Wort in meinem Munde führen, vor seinem Thron spreche, sagt das, du bist mein geliebter Sohn, den ich heute gezeugt habe. Fordere von mir. Ich will dir geben, sogar Enden der Erde, steht Psalm 2, Vers 7 und 8. Ist das nicht gut? Ja. Halleluja, sage ich dazu. Perfekt. Mein ist der Rache, jawohl. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Jawohl, das Gericht, was dich erwartet als seinen geliebten Sohn oder seine geliebte Tochter, heißt Siegerehrung. Siegerehrung. Da kannst du darauf freudevoll zugehen. Das ist nicht mit Furcht, oh Gott, was wird geschehen. Nein, würdig, freimutig durch dieses Portal hindurchrennen, direkt vor den Thron des Vaters, ihm auf die Knie hüpfen und sagen, Papa, ja, wie lange habe ich schon darauf gewartet? Ich will meinen Siegeskranz. Ja. Er sagt, du bist mein Siegeskranz. Lass dir das nicht berauben. Ja, Stephanos heißt das. Du bist mein Siegeskranz. Haben wir gelesen in Philippa jetzt gerade. Freut euch. Lasst euch eures Siegeskranzes nicht berauben. Du bist mein Siegeskranz. Das ist sein Gericht über dich. Wenn du aber das versäumst, wenn du aber mutwillig, so wie wir gelesen haben, mutwillig, uns ist gar nicht bewusst, dass wir das mutwillig tun. Das heißt, du hast davon gehört. Du weißt über diese Zusammenhänge. Doch dein Wort gilt mehr als sein Wort. Du nutzt diese Gegebenheit nicht. Du willst in deinen Umständen zuwarten, bis er diesen Dorn aus deinem Fleisch gezogen hat. Tut er nicht. Er hat das schon getan. Nun bist du dran. Wenn du das nicht nutzt, so dreht sich der Vektor um 180 Grad rum und ganze Gnade, die zum Positiven, zum Leben, zur Freude, zum Segen für dich und die Deinen und dein Haus arbeiten könnte, arbeitet für dich als Negativum. Nun erlebe ich das als Fluch. Das ist die Strafe, die ich mir anziehe. Er will es nicht. Er sagt mir, und dann geht es weiter, dann gleich weiter im Vers 35, schaffen wir das noch, oder? Das ist schon zu viel. Was steht bei dir? Da hören wir jetzt auf, aber ja. Was steht bei dir? Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, Vers 31. Bei mir steht das auch so. Ja. Aber jetzt natürlich. denken wir mal darüber nach. Aus diesem Kontext. Aus diesem Kontext, genau. Es heißt doch ein anderes Wort, was wir die Deutschen auch so gut kennen, also als Christen, dass man sagt, man kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Damit trösten wir uns. Ja,
Aber das wird im Positiven gesagt. Genau. Dass man sagt, wenn ich fallen tue, dann werden Gottes Hände mich immer stützen. Natürlich. Oder? Dass Halleluja. man sagt, wenn ich jetzt, und wir haben gelernt, dass Gott ein guter Gott ist. Ein Gott der Liebe, ein Gott der Gnade, ein Gott der Freude, ein Gott des Friedens, ein Gott der Erfüllens, Überflusses, des Reichtums. Prosperität, ja, auf allen Ebenen. Alles ist drin. Und dann lesen wir sowas. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja. Obwohl wir uns stets, und es gibt auch viele christliche Bilder, wo die Hand Gottes da ist und das ein Baby Kind drin liegt. Ja. genau aufgefangen wird. Man sagt, die Hand Gottes, Gott sagt, ich halte dich an deiner Rechten. An deiner Rechte, genau. Ich werde dich führe deine ich Rechte, stütze okay? dich, ich werde dich tragen. Und dann liest man sowas und denkt man, ja, das ist Strafender Gott. furchtbar. Für dieses Zeug, was ich jetzt getan habe, da erwartet mich das schreckensvolle Gericht. Und dass man sagt, es stimmt doch was nicht. Es stimmt doch ganz gewiss was wie Schizophrenie. nicht, entweder in dem Verständnis dessen, der das so übersetzt hat, oder in dem Unverständnis der Sprache, in dem das Wort ursprünglich geschrieben worden ist. Oder in meinem Hirn ist irgendwelche Perversion. Ja, oder ich habe eigentlich überhaupt noch nicht verstanden, ist Gott jetzt nur gut, ist er Liebe, will er für mich der Rettung, oder er lauert auf jede meine Übertretung, um mich dann hart zu züchtigen. Genau, in die Zucht zu nehmen und mich wieder demütigen, sozusagen, unter seine mächtige Hand. Nein, also mit diesem Kontext kann man das nicht so verstehen. Mit diesem, was wir jetzt gerade erarbeitet haben, es ist gut, sich in der Hand Gottes zu wissen. Und es ist befreiend, wenn man weiß, dass Jesus das alles schon für mich vollbracht hat. Und wenn einer das für sich noch nicht verstanden hat, dann ist es höchste Zeit, das für sich anzunehmen. Ja. Sonst bleibt nichts anderes, als sich von den Umständen zu Gericht ziehen zu lassen. Und dann wird für dich die Gnade Gottes, die eigentlich als das Gute, Wohlgefällige definiert ist, für dich wird das zum Negativen. Weil du dich für das Böse Aber das passiert hast. mit uns allen, dass wir mal Ziel verfehlen oder fallen. Und so befreiend ist es, dieser Vers zuvor, Vers 24, nochmals Abschluss. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um zur Liebe und zum guten Wirken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Und das ist wunderbar, wie es bei den einigen und so weiter. Das ist wunderbar. Warum? Weil dadurch werden wir ermuntert. Durch das Wort, obwohl ich das Wort kenne, werde ich trotzdem immer wieder ermuntert. Ich kenne das. Ja? Und das kennt jeder. Wenn man ehrlich in sich reinschaut, kennt jeder. Und dazu ermuntern wir dich. Lass das Zusammenkommen in der Gemeinde, wo du bist, wo du das Wort, lebendige Wort hörst, oder im Podcast, oder egal, wo du das Wort empfängst. Lass dich vom Wort ermuntern. Sinne du darüber nach. Ergreife du dieses Wort. Freimutig. Sinne darüber nach. Ja? Und danke deinem himmlischen Vater dafür, dass er gut ist. Jawohl. Und will, dass du durch seine Gnade in die Freiheit kommst, die Jesus versprochen hat. Ne? Dass du durch die Erkenntnis seiner Gnade einfach frei wirst. Und wisse wohl, dass du Erhörung jeder deiner Gebete sogleich bekommst. Sogleich. Sinne du darüber nach. Im Glauben. Halleluja. Amen. In dem Namen des Allmächtigen, Jesus. Amen.